Wenn ich doch nur mehr Humor hätte, wäre ich bestimmt ein reicherer Mensch. Und nicht nur im Hinblick auf das Finanzielle. Ich habe nämlich mal irgendwann aufgeschnappt, dass Leute, die im Geschäft mit der Komik arbeiten, besonders viel Kohle machen können. Und egal wie hoch die Gehälter sind, sie sollten noch viel höher sein. Weil wir nicht unterschätzen sollten, was diese Menschen eigentlich für uns tun. Wenn ich mehr Humor hätte, wäre ich auch in anderer Hinsicht reicher. Und reicher wäre ich ganz bestimmt um eine Möglichkeit in den Räumen, in denen die tiefste Verzweiflung sitzt, einen Funken zu finden, der aus diesen Räumen wieder hinausführt, ohne sie zu verleugnen. Und auch noch die Möglichkeit zur Hand gibt, mit dem richtigen Witz an der richtigen Stelle pointiert zu übertragen, wie diese Räume zu bewältigen sind, in denen man schon jenseits von aller Hoffnung noch auf etwas gestoßen ist, was wie ein Wurmloch eine Situation dazu bringen kann, sich wirklich vollständig zu wenden oder umzustülpen. Das ist, was ich jedenfalls erlebe, wenn ich Menschen sehe, die ich als wirkliche Komiker betrachte oder die ich als diejenigen betrachte, die es mit der Komik oder mit dem Humor so ernst meinen, dass sie etwas dienen, das viel, viel größer ist als der Applaus oder viel, viel größer ist als die Gage, viel, viel größer als die Bühne selbst. Und das vielleicht am Ende des Tages gar nicht aussprechbar ist. Vielleicht erkennt man das besser im Kontrast zu jenen Leuten, die auch in der Comedy-Branche tätig sind, aber etwas anderes tun als die ich die richtigen Komiker nenne. Vielleicht auch die richtigen Clowns. Aber dazu hoffe ich später noch einen Gedanken fassen zu können. Also im Kontrast zu dem, was ich eigentlich meine, gibt es das, was wir vielleicht auch für Komik halten oder was unter dem Etikett arbeitet und operiert, aber genau das Gegenteil macht von dem, was ich meine. Nämlich Menschen zwar vielleicht zum Lachen bringt, aber auf eine Weise zum Lachen bringt, was in sich selbst verhallt, was eigentlich ein hohler Raum ist. Ein Raum, in dem Menschen sich auf eine Weise weiter sehen können, weiter so betrachten können, wie sie sich gerne sehen möchten. Und in diesem Raum bleibt einem nichts anderes übrig, als über das zu lachen, was in irgendeiner Form als schlechter als man selbst betrachtet wird. Und manchmal ist es sogar eine Form von, ich will es nicht mal Witz nennen, ich weiß auch nicht, irgendwann kommt vielleicht der Gott des Humors oder der Gott der Sprache, meinen Gebeten und Wünschen nach, des Nachts an mir vorbeizurauschen und seine Efeu-Fingerchen oder seine Efeu-Flügel über meine Stirn streichen zu lassen, damit mir der richtige Begriff dafür einfällt, wie man das nennen könnte, was eben keine Komik betreibt, sondern sich nur damit schmückt. Aber vielleicht kann sich der Mensch, der das jetzt hört, vorstellen, was ich meine. Dieser Hohlraum des Lachens, das hohle Lachen, das Lachen, das eigentlich das, was Humor mit wie zitternden Fingern dem Menschen, der es rezipiert, übergibt und etwas ganz Heiliges in der Hand trägt, was das im Grunde so zuplakatiert mit Selbstgefälligkeit und auch häufig einer Verbarrikadiertheit in Ideologien, dass diese ganze Geschichte zu einer Selbstbespiegelung macht. Und sowohl der Mensch, der auf der Bühne etwas vorträgt, als auch das Publikum sonnen sich dann in einer Form des sich Lustigmachens, in der Mensch völlig unverändert aus dieser Situation herausgeht und nur noch fester geworden ist in der Kontraktion seiner Vorstellungen über sich selbst. Und da haben wir dieses wirklich tote Gewäsch von dem Menschen, der Satire macht und der Gesellschaft den Spiegel vorhält, auf eine Weise konserviert vielleicht, die den Spiegel eben nicht nutzt, um sich zu erkennen, sondern den Spiegel nutzt, um sich darin zu gefallen.
Und was aber die ich richtige Komiker nenne, oder die Menschen, die wirklich auf den Humor abzielen und das, was er sein kann, die machen etwas anderes mit den Spiegeln. Es ist, als würden die eine Hand da durchreichen und uns zeigen, dass hinter den Spiegeln eine ganze Welt ist. Und dass die eigentlich das ist, was durch den Spiegel hindurch hallt. Und das, was wir im Spiegel sehen, ein Bild ist, das uns eigentlich auch ein bisschen Angst macht. Das ist nämlich der Raum, durch den die richtige Komik meiner Vermutung nach gegangen sein muss. Ein Raum des Unbehagens oder eine Schwelle des Unbehagens, eine Schwelle der Verzweiflung, eine Schwelle der Melancholie. Das macht das Lachen, was aus solchen Witzen resultieren kann, die vielleicht auch Geistesblitze sind in diesen ganz dunklen Räumen, für den Menschen, der den Witz findet und übersetzt in Bilder, die wir hören können und in Beispielen, die wir sehen können, dass er dafür sorgt, dass wir auch in unseren dunklen Räumen, die wir anschleppen in so eine Veranstaltung, in den Publikumsraum, genau von diesem Blitz auch getroffen werden können. Dass das Lachen eins ist, vor dem wir uns vielleicht sogar selber ein bisschen erschrecken. Ein Lachen, das schneller ist als unsere Selbstkonstitution. Ein Lachen, das schneller ist als die Frage, ob es okay ist, darüber zu lachen. Also ein Lachen, das eigentlich die Schallmauer unserer Zugehörigkeiten durchbricht. Und es ist wie, als wenn der richtige Witz, die gute Pointe, nicht nur die Selbstüberwindung des Menschen, der die Komik macht und auf die Bühne bringt, überträgt und spiegelt, sondern in der Synapse, die das bildet mit dem Publikum, auch die Selbstüberwindung des Publikums ermöglicht. Auf die eleganteste und gleichzeitig brutalste Weise, die ich mir vorstellen kann. Ich habe lange gedacht, dass Musik eigentlich die höchste Form ist, mit der Menschen diesen Räumen Ausdruck verleihen können und Menschen mit sich selber in Berührung bringen können und dessen, was sie auch sind, aber vielleicht nicht immer wahrnehmen. Aber inzwischen glaube ich, dass der Humor etwas viel Höheres ist und auch etwas Komplexeres. Und dass auch vielleicht in manchen Sachen, die man als gute Musik bezeichnen kann, eine Prise Humor enthalten ist. Aber wenn wir von den Räumen ausgehen, in denen Kulturen wirklich am Rande ihrer Verkommenheit und an den äußeren Grenzen ihrer möglichen Dekadenz sich befinden, denke ich, dass das Politische, was ja etwas ist, wo wir einen Möglichkeitsraum aufspannen, in dem wir ernsthaft darüber verhandeln und ernsthaft dazu reflektieren, was für möglichst alle das Beste ist und da Kompromisse finden, wo sie kaum auffindbar scheinen, dass dieser Raum des Politischen im guten Witz wie eine Erinnerungsspur, wie ein Erinnerungsschweif auch mit aufblitzt. Man könnte hier auch das Politische von der Politik ein bisschen abgrenzen. In der Politik haben wir nämlich Menschen, die diese unglaubliche Disziplin haben müssen, den Verführungskräften, der Macht, mit der wir sie ausstatten, freiwillig zu entsagen und sich nicht den korrupten Neigungen, die alle Menschen vielleicht in sich tragen, hinzugeben und nicht vor allem deshalb ihr Geschäft betreiben, weil sie sich in der Rolle gefallen oder weil sie gerne über andere herrschen und dominieren wollen oder weil sie sich als etwas Besseres fühlen, sondern weil sie wirklich den Menschen dienen wollen, die ihnen diese Autorität schenken
und diese wirklich mühsame Arbeit machen, möglichst transparent Dinge zu tun und Dinge zu entscheiden, also zu regieren, die ständig unter Beobachtung stehen aller anderen Menschen und sich auch natürlich dem Spott unter Umständen auszusetzen, der von den Menschen kommt, die man regiert. Und wenn ich sehe, mit welcher Größe und welcher Charakterstärke die Leute in der Politik darauf reagieren, wenn über sie Witze gemacht werden, da kann ich wirklich nur staunen. Es ist vielleicht etwas wie ein Gegenraum zum Witz. Ja, die Politik ist vielleicht der Gegenraum zum Witz. Politik ist auch etwas, was ich nicht gut verstehe oder wo ich rätsele, wie Menschen so viel Nervenstärke haben können, auch darauf zu verzichten, von Menschen gemocht zu werden, die sie regieren, und trotzdem in ihrem Sinne zu entscheiden, trotzdem alles Menschenmögliche dafür zu tun und alle Anstrengungen auf sich zu nehmen und so aufrichtig zu sein, dass sie wirklich unter Beweis stellen, dass es ihnen nicht um sich selbst geht und dass sie nicht diesem Rausch verfallen sind, der mit der Macht natürlich einen überkommen kann. Ich finde das sehr beeindruckend, wo auch immer das gelingt. Es ist ein Gegenraum des Humors, also Politik ist ein Gegenraum der Komik, hat aber auch eine große Verbindung dazu. Denn genau unter diesem Aspekt der Selbstüberwindung ähnelt sich das Ganze oder spiegelt es sich doch. Das Politische spiegelt sich in der Komik genau an dem Punkt, wo der Mensch so weit über sich hinauswächst und seine Möglichkeiten ans Äußerste bringt, dass das, was wir Fortschritt nennen, etwas ist, was wirklich im Sinne des Menschen ist, und zwar im Sinne des Menschen, wie er sich selbst noch nicht kennt oder wie er sich selbst vergessen hat. Das heißt, sowohl das Politische als auch das Komische erinnern uns an Potenziale und an Möglichkeiten von Freiheit, die wir so oft vergessen, weil wir uns angesichts der ganzen verrückten Geschehnisse so klein und so machtlos fühlen und handlungsunfähig fühlen, dass es toll ist, dass diese zwei Künste, die Kunst der Politik und die Kunst der Komik, das eigentlich für uns in die Hand nehmen, uns daran zu erinnern. Nur ist ein Unterschied vielleicht da, wo die Komik uns diese Fähigkeit, uns selbst zu überwinden, nicht nur konsumierbar macht und anschauen lässt und bewundern lässt, sondern auch die Möglichkeiten zeigt, wie wir dieses Sterben des Selbstbildes im Lachen, das ein bisschen Unbehagen in sich trägt, überleben können. Und das macht die Komik auf eine Weise, die der Poesie sehr ähnlich ist. Sie liefert sich nämlich aus. Die Komik geht an diesen Punkt des Risikos, der bedeuten kann, dass ein Witz auch scheitern könnte, dass ein Witz nicht aufgenommen wird, und sucht genau nach dieser Spannung, vielleicht einer der äußersten Spannungen, in denen sich ein Mensch befinden kann, und drückt da auf den
Akupressurpunkt und lässt das zünden, was die Menschen eben nicht in Abteile unterteilt und in Klassifikationen und in Mächtige und Nichtmächtige, sondern eine Situation erschafft, in der sowohl der Mensch auf der Bühne als auch die Menschen, die hören und schauen und sehen, plötzlich mit derselben Macht ausgestattet sind. Und ich denke, genau das passiert durch den Akt des sich Auslieferns. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Menschen, die für die Komik arbeiten, am meisten verdienen sollten. Weil sie nicht nur unsere Kultur möglich machen und auch friedensstiftend agieren, sondern das tun, indem sie auf die Schmerzpunkte drücken, die uns davon entfernen, indem sie also auf die friedlichste aller Weisen Unfrieden stiften, so dass wir es ihnen gerade gestatten. Und so dringen sie in uns zu etwas durch oder lassen etwas durchdringen, was wir wie ein Fossil vielleicht in uns bewahren können. Vielleicht hat Humor da auch eine Verbindung zur Unsterblichkeit. Und es ist ja sehr, sehr nachvollziehbar, dass wir Menschen nach eigentlich nichts anderem wirklich streben als nach unserer eigenen Unsterblichkeit. Und das ist eine sehr fromme Angelegenheit, sich damit zu befassen und das anzustreben, sowohl im Politischen als auch in der Wissenschaft, als natürlich auch in der Kunst. Vielleicht ist es aber die Unsterblichkeit des Witzes, die auf diesen Wunsch hinweist und zugleich auf seine Unmöglichkeit und das Sterben in die Erkenntnis hinein, dass die schönste Fähigkeit des Menschen ist, seine eigene Endlichkeit in einer Weise zu erfahren, die ihn in all dem Unbehagen eben noch lachen lassen kann, weil es genau die Selbstüberwindung ist, die eigentlich Unsterblichkeit bedeutet.